Der Bär steppt wohl wieder in Berlin. Ich muss jetzt so filmen, als würde ich hier aus der Kader rauskommen. Jetzt müssen wir nochmal neu drehen, Alter. Heute Morgen aus dem Flieger ausgestiegen, aus der Amtshandlung wieder zurück zu Hause, ab zum Barber. So kann ich mich in Berlin nicht blicken lassen. Das fragen mich auch immer die Leute. Die fragen immer, wie schneidest du? Ich sag, was sage ich immer? Ich sag, wie immer, Bruder. Einmal die Woche bin ich hier dran, sonst könnt ihr hier auch vorbeikommen bei Luan, Barber Brothers Berlin. Wurst 10, kriegt ihr Rabatt. Tatsächlich? Nein. Wie immer, Bruder. Ja, aber ganz lustig, war in New York auch Haare schneiden. Da waren wir in der Hood. Ich habe einen Kollegen in New York, der hat mich dann nach Brooklyn mitgenommen. Zu irgendeinem Friseur. Und da war ich erstmal froh, dass ich lebend aus dem Ghetto da rausgekommen bin. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, aber jetzt bin ich auch wieder hier froh, in Berlin zu sein. Aber der Haarschnitt war gut. Der Haarschnitt war okay, ja. Weil ich wollte nicht den Fehler machen, dann in Manhattan gehen. Weil Manhattan ist übelst teuer. Also für alle, die jetzt nach New York gehen wollen, geht nicht in Manhattan Haare schneiden, sondern irgendwo außerhalb. Spart ihr ein bisschen was, aber ihr müsst auch euer Leben riskieren. Also darum dreht sich's. Ein bisschen matte Wachs noch. Danke. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Maschine. Soll ich das sagen? Maschine. Junge, das brennt wie Feuer. Aus wie du in Ibiza. Perfektionist. Die habe ich gerne. Deswegen bin ich immer hier. Immer wenn ich nach Hause zurückkomme, gibt es hier erstmal einen Besuch. Oder bevor ich gehe. Ist schon nicht gut, was Leute. Ich kann mir auch einen Pimmel hinten rein rasieren und wird dir vertraut. Früher war ich immer mit meinem ältesten Bruder, Grüße an Sergi, auch auf dem Samstag immer erst beim Friseur, dann im Soli. Ja, früher. Genau, Die Zeiten sind vorbei. Das war mit 16, 17 Real Talk, weil er immer seinen Reisepass hatte und ich dann seinen Ausweis gekriegt habe. Und dann sind wir ins Soli und dann sind wir immer Brust-Bizeps trainieren gegangen und dann sind wir meistens in den Club gegangen, haben uns noch eine Flasche gezogen und sind dann mit dem Zug rübergefahren nach Aalen. Der ein oder andere Süddeutsche Schwabe kennt die Gegend, sind wir mal hingefahren und deswegen ja, kam gerade so gewisse Flashbacks wieder zustande. Aber heute wird nicht eine Flasche geholt und gesoffen. Aber ihr habt vor dem Training gesoffen? Nein, danach. Achso. Aber macht jetzt nicht unbedingt besser. War nicht unbedingt produktiv, habe leider auch niemand gesagt, aber Spaß und Leidenschaft, Junge, das sind zwei ganz wichtige Stichworte, die manchmal zu kurz kommen bei den einen oder anderen Leuten. Aber mit Spaß geht es jetzt hier auch weiter, denn wir gehen ins Training, natürlich auf den Samstag wird Gas gegeben und eigentlich witzig, weil ich das immer mache. Das Gym ist nicht weit entfernt hier vom Friseur, kann man entspannt rüberlaufen und das ist die perfekte Zeit, um auf dem Weg seinen Pre-Workout-Drink zu trinken, weil der kickt dann genau rein, wenn man in den Bunker einmarschiert und kann sozusagen direkt loslegen. Den habe ich wieder.
Ich freue mich extrem. Hatte ich in Kanada und USA nicht dabei. Da musste der Crank Pump Pro herhalten. Beste Reiskocherlöffel drin. Warte mal. Nicht dein Ernst. Ja, für den extra Scoop. Das muss ja wirken. Genau so ein Portionchen. Das sind dann auch gute 30 Gramm, würde ich mal sagen. Das Ganze natürlich mit viel Wasser angemischt, wie immer. Schon aufgelöst. Wichtig, ich kann es nur noch mal sagen, kombiniert eure Pre-Workout-Sachen immer gemeinsam mit einer guten Menge an Flüssigkeit, denn die ganzen Wirkstoffe können ohne genug Flüssigkeitszufuhr nicht wirken. Prost! Und dann spazieren wir rüber und dann wird Rücken geknallt. Bis gleich. Zähne gewaschen? Ja, ich will jetzt hier nicht filmen, wie ich aus dem Sushi-Laden raussteppe. Willst du mich mal erklären, warum? Die Cheats sind vorbei. Ich war pissen, was soll ich euch sagen? Das heißt für alle Berlin-Touristen, wenn es mal eilig wird, Ja. Yoko Sushi hat immer einen Platz frei. Yoko Sushi, immer gut, um aufs Klo zu gehen. Kosmetisches machen hier. Whatever it takes. Fährst du gerne Fahrrad? Ja, daheim im Wohnzimmer auf meinem Nein, ich meine richtiges Fahrrad. Ja, richtiges Fahrrad. Witzig. Wir haben auch eine kleine Fahrradtour durch den Central Park unternommen. Die wollten wir natürlich auch videografisch festhalten, aber da hat der Rage Quit dann noch gesiegt und ich habe gesagt, Mädel, also Alice, wenn du jetzt die Kamera anschmeißt, raste ich hier komplett aus. Weil die haben uns so ein beschissenes Fahrrad gegeben. Ohne Witz, jedes Fahrrad, was da stand, war, glaube ich, in 10-mal besserer Verfassung als die Dinger, was wir da am Central Park bekommen haben. Das Ding war ein Klappergestell. Und kennt ihr das früher, wenn ihr als Kind ein Fahrrad hattet und der Sattel nicht richtig fest gemacht war, dann ist es so, wenn ihr hin und her gefahren seid, auch so mitgerutscht und dann irgendwann so nach unten gegangen. Und dann bin ich Riesengorilla da drauf gefahren. Und musste mir da irgendwie einen abstrampeln durch den halben Central Park, wo ich mir auch dachte, das Ding ist gerade. Und dort musste ich dann eine halbe Tour de France machen. Wer Fahrradfahren mag, der kann das gerne machen. Ich erspare mir das nächste Mal. Wir waren im, wie heißt Moderne Kunst Museum. Modern Art? Im Modern Art Museum. Ich sag mal so, als Kulturbanause habe ich mir das Ganze schon gegeben, aber dass Mutti auch stolz ist, wisst ihr. Mama, war im Museum, perfekt. Ich kann auch so einiges bei mir daheim jetzt als Modern Art verkaufen, glaube ich. Das Ding noch ein bisschen so gedreht und das wäre moderne Kunst. El Pumpo. Der Shaker. Schnell weg, das sieht zu gut aus hier. Ich hatte einen guten Schulfreund früher, dem seine Mutter hat immer so lecker türkisches Essen gekocht. Dachte mir, geil, die macht Reis und Chicken immer übel lecker. Und dann dachte ich so, hey, was mache ich falsch mit dem Reis und dem Chicken, was ich koche daheim? Das schmeckt so geil bei ihr. Und dann habe ich Jahre später rausgekriegt, dass der türkische Reis, glaube ich, mit 8 Liter Olivenöl und 2 ganzen Butterklumpen da angebraten wird und das Ding übel geil geschmeckt. Kein Wunder. Hat. Ja, und ich immer so, ja klar, ich lade mir 5 Teller rein, gar kein Stress. Die Fette wurden auf jeden Fall gesaved. Auf Fisch und Fritten. Ist das eine gute Idee? Ich will es nicht ausprobieren, aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon einen Pump im unteren Rücken. Also der Nitro X zeigt seine Wirkung wieder. Diese Klingel. Mist ab, Junge. Da rein spaziert. Fühlt sich immer noch an wie davor, Jungs. I'm back. Richtig gut. Heute Rücken auf dem Plan. Wir fangen an, erste Übung. Pulldown-Variante. Klassisch wie immer. Nautilus. Beste. Hier haben wir Dominik Wolwert. Aufstrebenden Open Guy hier. Macht Druck. Es fühlt sich einfach wieder gewohnt an, sag ich mal. Aber gut, ich habe mein Trainingssystem wieder ein bisschen geändert. Ja, nichts Neues mittlerweile. Wann holst du eigentlich mal wieder das Trainingsbuch raus? Ja, das ist jetzt auch tatsächlich wieder der Zeitpunkt, denn
Jetzt bin ich erstmal eine Weile wieder in der Box und kann hier Gas geben, sprich keine anderen Geräte, keine anderen äußeren Änderungen. Aber zurück zu meinem System. Ich habe mit den Jungs in den USA trainiert, ziemlich hitlastig tatsächlich. Und das hat wieder so ein kleines Feuer in mir erweckt. Dementsprechend ja, bin ich jetzt ein bisschen runtergefahren wieder mit dem Volumen, einfach um einfach die letzten Wochen jetzt der Off-Season noch zu sagen, ich will einfach eine starke Sau werden, so stark wie möglich. Und das funktioniert halt mit diesem tieferen Volumen und der höheren Intensität ziemlich gut. Dementsprechend, ja, für viele bestimmt immer noch ein relativ hohes Volumen, aber 2 Sätze immer pro Übung und das zimmert schon ganz gut rein. Also komme ich jetzt in letzter Zeit richtig gut damit klar, beziehungsweise macht es richtig Bock. Deswegen machen wir so weiter. So ein PR. Weißt du, wie viele Sätze ich jetzt für Quads mache? 0? Nee, nicht ganz. 1? 3 Sätze. 3 Sätze. Und das ist wahrscheinlich noch zu viel. Ja, die wachsen halt echt sabartig. Aber was ich gemerkt habe, übel Kraftfortschritte gemacht auch dadurch. Die hatten geile Hackenschmitz in den USA und in Kanada. Und da habe ich mich mal wieder so ein bisschen ausgetestet. Junge, was ich da weggemacht habe, da dachte ich mir echt, das bin noch nicht gerade ich. Also muss man dem System auf jeden Fall lassen. Es ist ziemlich geil, was so Kraft angeht. Und ich habe mir das jetzt auch immer so ein bisschen vorgenommen, immer so Hitblöcke einzuschieben. Also das Ganze eher blockweise zu sehen. Und dann halt jetzt mal so 6 bis 8 Wochen das zu machen und dann wieder ein bisschen das Gewicht zu reduzieren. Vielleicht die Intensität auch, ja gut, das schaffe ich eh nicht, das ist dummes Gelaber, das Gewicht zu reduzieren und das Volumen ein bisschen zu erhöhen. Und das kann auch immer ganz gut sein, so ein Wechsel, auch allein für den Kopf, da ja, immer was zu machen, was einen fördert, was einen Bock macht, vor allem auch wichtig, atmet, wenn ihr einzelnes Training macht. Weil nie im Leben würde ich hier sonst 10 wegknüppeln. Ich sehe es jedes Mal und ich ertappe mich jedes Mal oft genug so, dass ich da rumswitcht zwischen den Seiten und mir denke, das haben mir auch die Amis haben mir das gelehrt. Chill mal ein bisschen mehr zwischen den Sätzen. Weil ich bin da immer von Seite zu Seite gesprungen und du brauchst eben den Sauerstoff schon. Und das macht wirklich was aus? 100%. 100%. Wir haben es sogar so gemacht. Ich habe ja keinen Trainingspartner hier, keinen festen. Und die haben meistens einen festen Partner. Dann macht erst der Partner links und du links. Wir haben zum Beispiel zu dritt trainiert. Hat jeder erst die linke Seite gemacht und dann alle die rechte Seite, um einfach da ja, den Ausgleich sozusagen drin zu haben. Jetzt sind es wieder nur 2 Sätze. Da muss jeder sitzen. Da zählt jeder. Schon geil. Das ist schon sehr cool. Nur da darf sich kein Schlendrian einschleichen. Denn sonst fehlt die Intensität und die muss hier sitzen. Ruf die Scheiße. Jawohl. Nächste Übung hier. Gute Oldschool T-Bar Rows. Einfach aus dem Grund, weil wir den Griff hier haben, ziemlich breit und nicht so eng, kann man schön am Körper vorbeiziehen. Richtig geil für die Rückentiefe. Deswegen nicht viel schnacken, hocharbeiten und dann wegballern. Let's go! Komm!
Einen machen wir noch. Asozialen Dropsatz. Einsatz! Ja. Einsatz! Bullen hier. Wieder Berlin! Einsatz! So müssen das die Big Zone Athleten machen. Die müssen extra Lichter hierher bringen und so. Weil sonst verkauft sich der Scheiß nicht. Und ich als CSN-Athlet mache lieber noch eine Scheibe mehr drauf. Denn wir machen Champions. Heute ist Disco-Pumpen heute. Auf geht's, komm. Los, los, los. Komm, stärker werden. Komm, 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 komm. Komm. Beißen. Wer die Maschine hier nicht daheim hat, kann das Ganze sich auch am Kabel aufbauen. Mit Kabel-Setup und das Ganze dann von schräg vorne ziehen. Oder einfach klassisches Kurzhantelrudern machen. Aber da haben wir leider die Gewichte schon gemerkt. What is the Spanish? Ja, sie? Sie. Hä? Nee, gar kein Fall. Wie läuft's? Gut, extra 600 Kilometer passiert. Nein, ja. 600 Kilometer angereist, der Boy. Aus Gelleck, Alter. Ja, Mann. Und nur für mich, oder was? Ja, Nee, eigentlich nur für nur meine für dich, Freunde. Markus. Ja. Nur für meine Ja. Freunde, weil der Flug wird gecancelt. Für einen Bunker, Digga. Sag's doch, wie es ist hier. Die sieht das auch nicht. Nee. Doch, aber ich habe ich dazu gesagt. Also ich muss auf jeden Fall hier trainieren gehen, wenn ich hier schon bin, ne? Shoutout an die Freundin auf jeden Fall. Das ist ein guter hier. Samstagabend, der geht trainieren, also kein Scheiß bauen. Scheiß auf Feiern. Ja, Mann. Komm, komm, komm. Beiß dich da durch. Weiter. Hallo. Hallo. You speak English too? Deutsch sprechen wir beide. Ah, ich spreche doch Deutsch. Jetzt wollte ich gerade anfangen, Scheiße. Glück gehabt. Die Ego-Platten kommen wieder zum Einsatz. Wichtig. Tres, dos, uno. Uno más. Ja. Hört sich viel motivierender an in Spanisch. Komm, komm, komm.
Zieh. Läuft mir der Schweiß ins Auge, das brennt. Oder war es das Aftershave von Luan vor? Oder ist es einfach das Emotionale, dass ich hier wieder im Bunker bin? So, zweiter Satz. Weil es normal ja zu einfach wäre, machen wir wieder kleine Intensitätstechnik. Und zwar Restpausesatz mit einem, keine Ahnung, nervigen Begrifflichkeiten für Intensitätstechniken. Das ist auch immer so ein Witz, finde ich. Ich mache jetzt einfach so viel wie geht. Lass runter, zieh die erste 20er weg, mach 8 Atemzüge, mach so weiter wie es geht, lass es runter, mach nochmal 8 Atemzüge. Komm. Vorletzte Übung. Kurz Hanteln. Up, Back, Row. Perfekt. Für die ganz harten. Die ganz harten machen es ohne Pad. 70er schräg. Hier 2 wichtige Dinge. Und zwar stellt die Bank nicht zu schräg ein, aber auch nicht zu flach. Guckt, dass die Brust aufgelegt ist und dass ihr hier gut ziehen könnt. Ihr seht, oben bewegt sich der Rücken. Und wichtig ist es hier nicht unbedingt das Gewicht mit den Händen hochzuziehen, sondern um den oberen Rücken zu treffen, müsst ihr eigentlich das Schulterblatt um diese Bank hier rumrollen, so vorne hin und dann so da hinten hin. Und klar, der Zug hier muss auch rein, aber so ist die richtige Bewegung dafür. Zweiter Tipp, nehmt nicht zu viel Gewicht hier, sondern schaut, dass ihr das Ganze gut kontrahieren könnt und nicht nur da unten ein bisschen rumpimmelt, sondern wirklich schön komplett reinzieht. Jetzt mache ich einen noch leichter, um einfach noch besser zu ziehen, noch sauberer zu ziehen, qualitative Reps rauszuholen. Überzüge. Ich liebe Überzüge, entweder zu Beginn oder zum Abschluss des Trainings. Was da innen an. Der war wie Zement. Säule.
krank. Lässt sich nur erahnen, was wir darunter gerne sehen würden. Gucken wir mal. Sagt man ja so schön. Ich bin einer, der keine falschen Versprechen gibt. Deswegen gucken wir, wie die nächsten 16 Wochen, 18 Wochen laufen. Und was dann, ja, unterm Hemd passiert ist. Das ist auf jeden Fall das Ziel, ein richtig krasses, verändertes Paket zu bringen. So richtig wow. Das ist immer geil, finde ich. Ich meine, Platzierung hin oder her, natürlich will ich den Olympia gewinnen. Das ist mein oberstes Ziel, wie ihr wisst. Aber dem Ganzen hin oder her, wenn du weißt, du hast dich so krank verbessert, glaubt mir, ich glaube jeder Wettkampfathlet da draußen kann es nachvollziehen. Wer es noch nicht ist oder noch keinen Wettkampf gemacht hat, der kann sich das so vorstellen wie, warst du in der Klausur, hast komplett reingeschissen oder warst gut, hast dann aber Gas gegeben ohne Ende, beherrscht das Ganze komplett und gehst dann rein in die Prüfung, dann wissen wir alle, ist einfach ein Badass, einfach ein Motherfucker. Und das ist das Ziel. Weil ich glaube, wenn du dich richtig krass verändern kannst, dann da auf die Bühne rausgehst, strahlst du schon ein dickes Gewinner auf deiner Stirn aus. Und das ist das, was ich versuche zu erzielen.